Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Heute ist Tag 187. Thema: Rollen in der Familie. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau, es geht heute nämlich um unser tägliches Zusammenleben. Ja, um Verantwortung und halt wie wir uns in der Familie gegenseitig helfen. Ein super wichtiges Thema. Aber bevor wir da richtig einsteigen, haben wir noch was für euch. Richtig. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1: Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Genau. Denkt nicht an Grammatik, hört nur den Klang. Schritt 2: Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Schritt 3: Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Wichtiger Hinweis: Bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Bleibt bis zum Ende, dort hört ihr unsere Mini-Story. Also, stell dir mal folgende Situation vor. Du sitzt so vor genau 50 Jahren an einem riesigen Esstisch. Okay, ich versuche es mir vorzustellen. Niemand fängt an zu sprechen, bis der Vater, also das Familienoberhaupt, das Wort ergreift. Oh wow, ganz schön streng. Total. Die Kinder sitzen vollkommen still, essen brav auf und bedanken sich. Das ist heute, ja, kaum noch vorstellbar, oder? Eben. Vergleiche das mal mit heute. Da debattiert vielleicht ein 5-jähriges Kind am Tisch lautstark mit seinen Eltern. Ja, voll. Darüber, warum es noch nicht ins Bett gehen will, ne? Genau, weil das Kind findet, das ist doch total ungerecht. Da fragt man sich schon, was ist da in der Zwischenzeit eigentlich passiert? Ja, warum prallen da so oft völlig verschiedene Welten aufeinander? Das ist echt ein fantastisches Bild. Wenn wir uns diese 2 Szenarien mal ansehen, merken wir sofort, wie drastisch sich alles verändert hat. Absolut. Die Menschen, die an diesen Tischen sitzen, leben quasi in ganz unterschiedlichen Realitäten. Und genau da sind wir schon bei unserem ersten wichtigen Begriff für heute. Ah, okay. Welcher ist das? Das Wort lautet die Generation. Ah, ja. Ein sehr wichtiges Wort. Genau. Das bedeutet schlichtweg eine Gruppe von Menschen, die im ungefähr gleichen Alter sind. Also Großeltern, Eltern oder Kinder. Mhm. Und auf Englisch benutzt man da fast dasselbe Wort, nämlich Generation. Richtig. Ein gutes Alltagsbeispiel wäre: Es gibt oft Konflikte zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Das stimmt absolut. Ich finde das ja auch immer faszinierend, warum es überhaupt diese Reibung zwischen den Altersgruppen gibt. Ja, warum meinst du, ist das so? Naja, denk mal an den Alltag. Da gibt es ständig Konflikte wegen dem Smartphone am Esstisch. Oh ja, das kenne ich nur zu gut. Aber machen wir uns es da nicht manchmal zu einfach? Wir sagen so schnell, dass die Alten uns einfach nicht verstehen. Da hast du recht. Aber ihre Überlebensstrategien in ihrer Jugend, die waren ja einfach komplett anders. Ich bin mir da trotzdem nicht ganz sicher. Der technologische Wandel heute, der ist halt extrem schnell. Ja, das stimmt schon. Früher war das Leben einfach viel langsamer. Und es war nach ganz klaren alten Regeln strukturiert. Genau, und dieses Leben nach den alten, bewährten Regeln, das bringt uns zum zweiten Wort. Oh, welches meinst du? Das Adjektiv traditionell. Ah, wichtiges Wort. Ja, das beschreibt etwas, das den alten Werten entspricht. Es ist halt nicht modern. Und auf Englisch? Wenn ihr das auf Englisch ausdrücken wollt, sagt ihr traditional. Super. Ein Beispiel wäre: In vielen Kulturen gibt es noch sehr traditionelle Vorstellungen von Familie. Genau. Und diese alten Werte, das war ja keine böse Erfindung, um jemanden einzuschränken. Nein, überhaupt nicht. Oft war das einfach eine wirtschaftliche Notwendigkeit, oder? Absolut. Auf einem Bauernhof früher, da konnte man ohne eine strikte Aufgabenverteilung gar nicht überleben. Stimmt. Einer musste aufs Feld, der andere musste kochen und auf die vielen Kinder aufpassen. Purer Überlebenskampf sozusagen. Und aus dieser Notwendigkeit heraus entstand dann etwas, das sich tief in unsere Köpfe eingepflanzt hat. Du meinst dieses unsichtbare Drehbuch der Gesellschaft? Exakt. Die Gesellschaft hat quasi vorgeschrieben, wer in der Familie was zu tun hat. Und das ist unser drittes Wort, ne? Das Rollenbild. Richtig. Das Rollenbild ist die feste Vorstellung davon, wie sich eine Person, zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter, verhalten soll.
Im Englischen übersetzt man das oft mit Role Model. Wobei wir im Deutschen mit Rollenbild oft eher einen Stereotyp meinen, also nicht zwingend etwas Positives. Genau. Ein Beispielsatz für euch. Das Rollenbild des Mannes als alleiniger Ernährer ändert sich heute stark. Zum Glück, muss man ja sagen, aber dieses unsichtbare Drehbuch ist echt stark. Das fängt ja schon ganz früh an, oder? Ja, voll. Bei den Spielzeugen. Mädchen bekommen Puppen, Jungs bekommen Bagger. Da wird das Skript schon geschrieben. Stimmt. Und mit diesem Skript kommt dann auch so ein enormer moralischer Druck. Oh ja, das spüren viele. Wenn du diese Rolle hast, dann musst du einfach funktionieren. Das bringt uns zu unserem 4. Wort. Die Verpflichtung. Richtig. Genau, die Verpflichtung. Das ist etwas, das man aus moralischen oder familiären Gründen tun muss. Man hat keine Wahl. Auf Englisch sagt man dazu Obligation oder Duty. Ein Alltagssatz dazu. Die Pflege von kranken Angehörigen ist für viele eine große familiäre Verpflichtung. Dieses Wort, das hat richtig Gewicht. Es fühlt sich schwer an, finde ich. Total. Man spricht heute oft von der Sandwich-Generation, weißt du? Ah ja, die Menschen, die in der Mitte stecken. Genau, sie müssen sich um ihre kleinen Kinder kümmern, spüren aber auch die Verpflichtung, ihre alten Eltern zu pflegen. Eine enorme Belastung ist das. Da wir gerade die kleinen Kinder erwähnen, Ja, dieser Übergang von der Pflicht gegenüber den Alten zur Verantwortung für die Jungen, der ist ja riesig. das stimmt. Wenn du ein Kind hast, musst du ihm Werte mitgeben. Du musst ihm beibringen, was richtig und was falsch ist. Und dieser Begleitprozess, das ist unser 5. Wort. Die Erziehung. Richtig. Die Erziehung bedeutet, Kinder zu begleiten und ihnen Werte zu vermitteln. Im Englischen benutzt ihr dafür Wörter wie Upbringing oder Education. Ein Beispielsatz für euch. Eine liebevolle Erziehung ist eine wichtige Basis für das Leben. Aber dieses liebevoll, das ist historisch gesehen ja noch ziemlich neu, ne? Absolut. Denk mal an den Esstisch von vorhin. Oh ja, da ging es nicht darum, dass das Kind glücklich ist. Genau. Das Ziel war, dass das Kind funktioniert und gehorcht. Und das bringt uns zum 6. Wort. Dieses extrem strenge Verhalten nennt man autoritär. Ein wichtiges Adjektiv. Autoritär bedeutet, man ist sehr streng, fordert Gehorsam und lässt keine Diskussion zu. Das englische Wort dazu lautet authoritarian. Unser Beispielsatz. Ein autoritärer Erziehungsstil wird heute oft sehr kritisch gesehen. Da frage ich mich und auch euch, liebe Hörer, kennst du das noch von früher, dass man als Kind einfach ruhig sein musste? Oh ja, das kenne ich auf jeden Fall. Aber ich werfe mal einen Gedanken in den Raum. Schieß los. Damals, also in der industriellen Revolution, da brauchte man halt Menschen, die Befehle befolgen. Ah, verstehe. In den Fabriken, am Fließband. Genau. Wer da viele Fragen gestellt hat, war gefährlich. Gehorsam war überlebenswichtig. Krass, so habe ich das noch nie gesehen. Aber heute leben wir ja in einer Wissensgesellschaft. Eben. Wir brauchen heute kreative Problemlöser. Logisch, dass so ein autoritärer Stil da nicht mehr funktioniert. Das ist echt ein brillanter Punkt. Die Wirtschaft diktiert also, wie wir zu Hause miteinander umgehen. Genau. Und weil strenge Befehle heute nicht mehr helfen, nutzen Eltern ein anderes Werkzeug. Welches denn? Sie versuchen, unser 7. Wort zu sein. Das Vorbild. Ah, das Vorbild. Das ist eine Person, die man so positiv findet, dass man genau wie sie sein will. Auf Englisch sagt man hier auch Role Model, aber diesmal wirklich als positive Leitfigur. Ein Alltagssatz dazu? Eltern sollten im Alltag immer ein gutes Vorbild sein. Aber mal ehrlich, das ist unglaublich anstrengend, oder? Oh ja, total. Weil Kinder, die hören ja ganz selten auf das, was wir sagen. Richtig, sie kopieren exakt das, was wir tun. Genau. Wenn ich meinem Kind sage, es soll nicht aufs Smartphone schauen, aber ich habe es selbst beim Essen in der Hand, dann lernt das Kind genau dieses Verhalten. Und dieses ständige Nachmachen, das hinterlässt extrem tiefe Spuren beim Kind. Das führt uns zu unserem 8. Wort, ein sehr schönes Verb, nämlich prägen. Prägen. Und wie ist die Perfektform? Die Perfektform ist Pflicht, merkt euch das, hat geprägt. Sehr gut. Prägen bedeutet, einen starken und langfristigen Einfluss auf den Charakter zu haben. Auf Englisch übersetzt man das mit to shape oder to influence. Ein Beispielsatz? Kindheitserfahrungen haben das spätere Verhalten sehr stark geprägt. Denkt da mal an weichen Lehm, aus dem man einen Teller formt. Schönes Bild. Ja, jedes Mal, wenn du als Elternteil etwas tust, drückst du deinen Finger in diesen nassen Lehm. Und wenn das Kind erwachsen ist, wird der Lehm hart, aber der Fingerabdruck bleibt für immer. Genau das bedeutet prägen. Wir machen jetzt eine ganz kurze Atempause.
Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Gut, wir haben jetzt verstanden, wie wichtig das richtige Umfeld für Kinder ist. Ja, aber in der Realität sind beide Eltern heute ja oft berufstätig. Wir sind alle gestresst. Total. Wie organisiert man das heute, ohne verrückt zu werden? Das ist die große Frage. Man kann diesen ganzen Berg an Arbeit unmöglich alleine tragen. Man muss die Aufgaben in viele kleine Stücke brechen. Man muss sie, und das ist Wort Nummer 9, aufteilen. Aufteilen. Die Perfektform lautet, hat aufgeteilt. Richtig. Es bedeutet, dass man Aufgaben gerecht an verschiedene Personen verteilt. Im Englischen sagt man dazu to divide oder to share. Ein Beispielsatz. Die Partner haben die Arbeit im Haushalt fair aufgeteilt. Aber, da habe ich sofort ein großes Aber im Kopf. Oh, warum das? Naja, wir sprechen heute viel über den Mental Load, also diese unsichtbare mentale Last. Ja, das ist ein riesiges Thema. Es reicht halt nicht zu sagen, ich mache die Wäsche und du putzt das Bad. Stimmt. Wenn einer trotzdem immer daran denken muss, Waschmittel zu kaufen, ist es nicht wirklich fair aufgeteilt. Exakt, und das bringt uns zum nächsten logischen Schritt. Wort Nummer 10. Übernehmen, richtig. Genau, man muss eine Aufgabe richtig zu eigen machen. Die Perfektform ist, hat übernommen. Das heißt, man akzeptiert eine Aufgabe nicht nur, sondern man trägt aktiv die Verantwortung dafür. Auf Englisch heißt das to take over oder to assume. Unser Beispielsatz: Der Vater hat die Elternzeit komplett übernommen. Und das bedeutet eben nicht, dass er nur wie ein Assistent hilft. Nein, er ist quasi der Chef für diese Aufgabe. Er merkt von allein, wenn die Windeln alle sind. Das ist echtes Übernehmen. Aber weißt du, selbst wenn zwei Menschen alles fair aufteilen, Reicht das manchmal trotzdem nicht. genau, unsere Welt ist so komplex. Ein Zweierteam ist da oft einfach zu wenig. Stimmt. Der Mensch ist historisch nicht dafür gemacht, in kleinen Wohnungen isoliert Kinder aufzuziehen. Man braucht das sprichwörtliche Dorf. Man muss sich gegenseitig helfen. Und das ist unser 11. Wort. Unterstützen. Die Perfektform lautet: Hat unterstützt. Sehr gut. Es bedeutet, aktiv zu helfen, meistens in einer schwierigen Phase. Im Englischen ist das to support. Ein schöner Satz dazu. Großeltern haben junge Familien oft stark bei der Betreuung unterstützt. Ohne dieses Netzwerk bricht so ein System ja total schnell zusammen. Ja, voll. Wenn man isoliert ist und noch viel Stress bei der Arbeit hat. Dann passiert leider oft etwas Schlimmes. Man vergisst das Wichtigste. Du meinst unser 12. Wort? Ja, vernachlässigen. Die Perfektform ist, hat vernachlässigt. Das ist ein ernstes Wort. Es bedeutet, dass man sich nicht genug um etwas oder jemanden kümmert. Die englische Übersetzung lautet to neglect. Ein Beispielsatz. Vor lauter Arbeit hat er die Familie oft vernachlässigt. Oft passiert das ja gar nicht aus bösem Willen, sondern aus purer Überlastung. Das glaube ich auch. Wir haben heute so eine Informationsüberflutung. Das Gehirn ist ständig im Alarmzustand. Genau, da sitzt man am Esstisch, ist körperlich da, aber im Kopf noch im Büro. Das ist dann schon eine Art emotionale Vernachlässigung. Und was ist die logische Konsequenz daraus? Wenn der Druck hoch ist? Dann verwandelt sich das Wohnzimmer in einen Schnellkochtopf. Die Stimmung wird extrem angespannt. Es gibt ungelöste Probleme, die so im Raum schweben. Und für diese explosive Stimmung haben wir Wort Nummer 13, konfliktgeladen. Konfliktgeladen. Das bedeutet voller Spannungen und ungelöster Probleme. Auf Englisch sagt man conflict-ridden. Ein typischer Satz: Diskussionen über Geld führen oft zu einer konfliktgeladenen Stimmung. Da reicht dann schon eine dreckige Kaffeetasse und alles explodiert. Oh ja, das kenne ich. Wie lässt man diesen Druck dann wieder ab? Man muss versuchen, sich in den anderen hineinzufühlen. Und das ist Wort 14. Empathisch. Ein wunderbares Adjektiv. Absolut. Empathisch bedeutet, dass man sich gut in die Gefühle der anderen hineinversetzen kann. Im Englischen heißt das empathetic. Ein Beispielsatz: Ein empathischer Umgang miteinander ist in der Familie unverzichtbar. Weißt du, was da der Trick ist? Echtes Zuhören. Nicht schon im Kopf die eigene Antwort formulieren, ne? Genau. Und wenn man das schafft, dann erreicht man einen Zustand, den wir alle wollen. Unser letztes Wort für heute, Nummer 15. Harmonisch. Harmonisch bedeutet friedlich, ruhig und voller Verständnis. Die englische Übersetzung ist harmonisch. Unser Beispielsatz:
Harmonisches Zusammenleben braucht oft gute Kompromisse. Das heißt ja nicht, dass es keine Konflikte gibt. Man streitet sich nur fairer. Das ist eine super Definition. Harmonie ist einfach die Fähigkeit, nach einem Streit wieder zusammenzufinden. Weißt du, wir reden hier die ganze Zeit so theoretisch über diese Begriffe. Stimmt, hast du denn ein Beispiel aus dem echten Leben? Ja, das alles erinnert mich total an ein Paar aus meinem Bekanntenkreis. Oh, erzähl mal. Nennen wir sie mal Anna und Ben. Hast du kurz Zeit für ein bisschen Alltagsdrama? Aber hallo, ich liebe echte Geschichten aus dem Leben. Was war denn los bei den beiden? Also bei Anna und Ben hing der Haussegen vor ein paar Monaten echt komplett schief. Oh je, warum denn? Das Problem war, dass Ben tief im Inneren noch ein sehr traditionell geprägtes Weltbild hatte. Ah, verstehe. Er hat das gar nicht böse gemeint, aber seine eigene Generation und seine Erziehung haben sein Rollenbild total geprägt. Der nasse Lehm aus seiner Kindheit war also hart geworden, sozusagen. Genau. Und jetzt rate mal, was er dachte. Er dachte wahrscheinlich, er bringt das Geld nach Hause und damit hat er alles erledigt. Exakt. Er sah das Geldverdienen als seine einzige Verpflichtung. Puh, das ist heutzutage schwierig. Er hat wirklich hart gearbeitet, aber den Haushalt und die Kinder hat er komplett vernachlässigt. Er lag abends nur auf dem Sofa. Da kann ich mir vorstellen, wie die Stimmung war. Total konfliktgeladen. Anna war völlig am Ende mit ihren Nerven. Aber sie wollte dann wahrscheinlich nicht autoritär auftreten, oder? Richtig. Sie wollte ihm nicht wie einem Kind Befehle erteilen. Sehr schlau von ihr. Was hat sie stattdessen gemacht? Sie hat ihm gesagt, dass er ein Vorbild für die Kinder ist. Und dass die Kinder gerade lernen, dass Väter zu Hause nichts tun. Oha, das trifft natürlich bei einem Vater voll ins Schwarze. Ja, zuerst war er abwehrend. Aber dann haben sie ein extrem empathisches Gespräch geführt. Schön. Und dann? Ben hat endlich zugehört. Er übernimmt jetzt richtig Verantwortung. Wow. Ja, sie teilen die Aufgaben jetzt ganz neu auf. Und sie haben auch ihre Eltern angerufen. Ah, das Dorf. Genau, die Großeltern unterstützen sie jetzt am Wochenende. Und wie ist die Stimmung jetzt? Wieder total harmonisch. Es ist echt schön zu sehen. Was für eine tolle Story. Das zeigt einfach, dass wir reden können und neue Wege finden. Genau das ist die Botschaft heute. Und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörer. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Genau, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über... Digitalisierung der Arbeitswelt. Das passt super, denn auch da ändern sich die Rollen ja wahnsinnig schnell. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.